Hallo zusammen, in diesem Video, da möchten wir uns mal mit dem Zusammenhang zwischen Sport und Abnehmen beschäftigen. Ist Sport zum Abnehmen zwingend notwendig? Diese Frage wollen wir jetzt mal aus 3 Perspektiven beleuchten, die uns zeigen, dass der Sport zum Abnehmen nicht zwingend notwendig ist, um das schon mal vorwegzunehmen. Ich bin wirklich überrascht, wie oft ich in den Gesprächen immer wieder höre: Christian, ich möchte so gerne abnehmen, aber ich habe einfach keine Zeit für Sport. Das ist mein größtes Problem. Das kriege ich sehr oft zu hören. Um es schon mal vorwegzunehmen, nein, das ist nicht der Grund, weshalb diese Person nicht abnehmen kann oder bisher nicht so gut abgenommen hat, wie sie gerne würde. Das hat sicherlich andere Gründe. Und dann sage ich auch immer, wenn wir den Einfluss von der Ernährung mit dem Einfluss von Sport miteinander vergleichen, was deinen Abnehmerfolg betrifft, dann spielt die Ernährung die wesentlich, aber wesentlich größere Rolle. Ja, wir werden nämlich auch ohne Sport grundsätzlich sehr, sehr gut abnehmen können. Und der größte Hebel, der liegt nun mal in der Ernährung. Ja, und da ist schon auch eine ganze Menge dran an der Aussage, Abnehmen findet in der Küche statt. Überleg dir nur mal, wie viel Sport du machen musst, um beispielsweise, sagen wir mal, 500 Kalorien zu verbrennen. Da musst du mal gut eine Stunde lang joggen gehen. Ja? Aber wie schnell hast du im Vergleich dazu mal 500 Kalorien beispielsweise über Süßigkeiten zu dir genommen, über Schokolade? Das sind ein paar Minuten, dann sind die drin. Ja? Nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Ich persönlich mache unheimlich gerne und auch ziemlich oft Sport. Mir geht es aber auch sehr stark um die Vereinbarkeit einer Ernährungsweise oder Lebensweise mit dem Alltag. Ja, es muss alltagstauglich in deinem persönlichen Alltag sein. Und wie das Leben nun mal so ist, es kommen auch immer wieder spontan irgendwelche Termine oder irgendwelche Ereignisse dazwischen. Ja, bei jedem von uns. Das Leben ist nicht immer 100% planbar. Oder du hast nach einem langen Arbeitstag abends einfach nicht mehr die Kraft, jetzt noch eine Einheit Sport zu machen. Das ist auch völlig verständlich und nachvollziehbar. Weder körperlich hast du manchmal die Kraft oder dir fehlt vor allem auch mental die Kraft. Und dann muss ich auch sagen, dann macht es einfach auch keinen Sinn. Denn dir ist ja damit nicht geholfen, wenn du jetzt für 4 Wochen oder vielleicht mal 2 Monate lang viel Sport machst, damit du schön abnimmst. Und dann schläft das Ganze wieder ein. Ja? Nach 6 Monaten ist davon nichts mehr übrig. Dann wirst du wieder zunehmen und am Ende bist du nur noch frustrierter. Natürlich, wenn der Sport für dich gut machbar ist im Alltag, dann mach den gerne. Ja, absolut. Es geht ja immer um die langfristige Perspektive. Sport ist ja auch wirklich toll. Ich denke da einfach immer sehr, sehr langfristig und für viele Menschen ist es eben langfristig gesehen sehr schwierig, den Sport, den regelmäßigen Sport mit einem stressigen Alltag in Einklang zu bringen. Und hier kommst du dann gerade mit dem Sport eben auch, was die Gewichtsabnahme betrifft, relativ schnell an deine Grenzen. Mir ist einfach wichtig, wenn du abnimmst, und genau so leben wir es hier im Programm auch immer wieder, wenn wir eine individuelle Ernährungsstrategie für dich beispielsweise entwickeln, dann muss die so gestaltet sein, dass du damit auch noch in 3 Monaten, in 3 Jahren und so weiter wunderbar zurechtkommst. Dass diese Ernährungsweise auch dann noch sehr, sehr leicht in deinem Alltag umsetzbar ist. Und deshalb legen wir hier im Programm eben auch einen ganz starken Schwerpunkt auf die Nachhaltigkeit bei allem, was wir umsetzen. Und falls du immer noch irgendwo den Gedanken in dir trägst, Mensch, aber ja irgendwie, ich muss doch Sport machen zum Abnehmen, dann schau dir einfach mal an, wie viele Menschen ihr Wohlfühlgewicht auch völlig ohne Sport erreichen. Ja, ich könnte dir hier zahlreiche Teilnehmer aus meinem Abnehmprogramm vorstellen. Da hätten wir zum Beispiel mal die liebe Andrea, die hier 12 Kilogramm abgenommen hat und auch absolut ihr Wohlfühlgewicht erreicht hat. Völlig ohne Sport, 0,0. Oder die liebe Anna. Bei ihr haben wir später zwar auch den Sport etwas dazu genommen, aber sie hat zu dem Zeitpunkt schon fast 20 Kilogramm abgenommen und war da schon fast auf ihrem Niveau Wohlfühlgewicht unterwegs. Ja, also hier sehr, sehr spät erst dazu genommen. Oder die liebe Anja, die auch ihr Wohlfühlgewicht erreicht hat, ohne Sport. All diese Beispiele, und das sind ja noch lange nicht alle aus meinem Abnehmprogramm, die zeigen einfach sehr schön, du kannst dein Wohlfühlgewicht auch absolut ohne den Sport erreichen.
Ich möchte jetzt aber mal noch eine kleine Ergänzung oder Einschränkung machen, ab wann der Sport dann doch nötig wird möglicherweise. Angenommen, du hast jetzt ohne Sport dein Wohlfühlgewicht erreicht, ja, und du hast wirklich einen tollen Körper, also schau dir hier die Teilnehmerinnen beispielsweise mal an. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich weiß, ich habe einen wirklich guten Körper, aber das reicht mir noch nicht. Ich will einen extrem guten, ich will einen richtig knackigen Körper haben. Dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass es dann schon Sinn macht, dass wir den Sport in einem gewissen Pensum dazu nehmen, ja, weil es sonst einfach nur extrem langsam vorangehen würde. Ja? Und das sind aber auch wirklich nur die letzten paar Prozent, um aus einem tollen Körper einen krass guten Körper zu machen. Ja? Wo wir dann beispielsweise bei Männern in Richtung 10% Körperfettanteil kommen oder bei Frauen in Richtung 20%. Ja, für die Mehrheit wird der Bereich aber überhaupt nicht relevant sein. Ja, wenn du auch abnehmen möchtest und du dich selbst gewichtsmäßig schon einfach längere Zeit im Kreis drehst und nicht vorwärts kommst und du merkst auch, du bist unzufrieden mit deinem Gewicht oder vielleicht hast du auch schon gesundheitliche Beschwerden, na, und du möchtest dein Gewicht diesmal auch wirklich langfristig in den Griff kriegen, dann komm gerne in mein kostenloses Strategiegespräch. Klick dazu einfach hier oben auf den Link und füll kurz das Formular aus. Ja, im Gespräch, da zeige ich dir dann, wie du das auch schaffen kannst, was hier Andrea, Anna oder auch die Anja vorgemacht haben. Ja? Einfach mal hier oben reinschauen.